Hallo liebe Hausbauhelden! Wie gehen 40 Quadratmeter Wohnfläche auf eine Grundfläche von 4 auf 4 Meter? Hier im Tiny House Tower in Rottweil, hier geht's. Der in Modulbauweise gebaute DQ Tower, der verfügt über 3 Stockwerke und bietet so ein vollwertiges kleines Zuhause. Wir haben hier eine Küche, einen kleinen Wohn-Essbereich, wir haben ein Gästezimmer, wir haben 2 Bäder und ein Schlafzimmer mit atemberaubendem Ausblick. Das alles, das wollen wir uns heute gemeinsam mit euch anschauen und dann werden wir hier auch noch eine Nacht verbringen, denn wir wollen das Ganze mal so auf Herz und Nieren so richtig prüfen und testen, wie fühlt es sich an, in so einem Tiny House Tower tatsächlich zu wohnen. Ihr merkt also, wir haben einiges vor, deswegen würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Lasst uns erstmal außen bleiben und ein bisschen über die Maße sprechen. Also das Ganze hat 4 auf 4 Meter Grundfläche und macht Sinn für eine Grundstücksfläche ab 10 auf 10 Meter. Das liegt daran, dass ihr eben die 4 auf 4 Meter habt und dann braucht ihr in Deutschland einen Abstand zum Nachbargrundstück von 3 Metern. Das in alle Richtungen, da kommen wir auf 10 mal 10 Meter. Der Tower ist 8,60 Meter hoch und hat ein stolzes Gewicht von 18 Tonnen. Das sind so 18 kleine Autos, schon ordentlich. Das Ganze wird in Modulbauweise gebaut. Das heißt, es sind einfach 3 Module, also jedes Stockwerk ist ein Modul, die sich einander komplett gleichen von der Bauweise. Die werden aufeinander gesetzt und drumherum kommt eine Stahlkonstruktion. Und außenrum sind noch diese Streben hier, die dieses besondere Design von diesem Tower ausmachen. Die relativ geringe Grundstücksfläche, die hat 2 Vorteile. Zum einen findet man wirklich leichter ein Grundstück, wenn man nur 10 auf 10 Meter sucht. Und zum anderen hat es den Vorteil, dass wir weniger Bodenversiegelung brauchen. Und Bodenversiegelung ist natürlich für die Umwelt, für die Natur immer schlecht. Es ist schlecht fürs Grundwasser, es ist schlecht für die Natur, für die Tiere und Lebewesen darunter. Und je weniger man versiegeln muss, umso besser. Das ist hier ein großer Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, dieser Tower, der wird eben in dieser Modulbauweise in Kroatien gefertigt, dort komplett zusammengebaut und dann auch fertig möbliert in einem auf den Laster gepackt und dahin gefahren, wo er aufgestellt werden soll. Die Produktionszeit von diesem Tower, die beträgt so circa 5 Monate. Dieser Tower, der fällt in die Gebäudeklasse 1, kleine Häuser. Das hat noch einen Vorteil und zwar dieses Baugenehmigungsverfahren. Das kann beschleunigt werden und das führt natürlich zum einen dazu, dass ihr weniger Zeit dafür braucht, ein bisschen weniger Bürokratie und es spart euch natürlich auch Kosten. Mit zu diesem Tower dazu gehört auch noch die Terrasse. Die ist auch 4 auf 4 Meter groß, die kann aber auch kleiner sein, je nachdem, wie es auch zum Grundstück passt. Die Außenwände und die Fassade, die sind aus einem belüfteten Fassadensystem gefertigt. Die Unterkonstruktion ist aus Aluminium gefertigt und trennt die belüftete Fassade strukturell mit einer Luftschicht aus der Wärmedämmung. Die 3 modularen Einheiten, die bestehen jeweils aus wärmegedämmtem Boden, Wänden und Dach. Und als Wärmedämmung, da wird hier natürliche Zellulose verwendet und die wird in die Konstruktion unter Druck eingeblasen, um alle Lücken zu füllen. Zellulose ist ein ökologisch nachhaltiges Material und ist äußerst effektiv, was Wärme- und Schallisolation angeht. Der Preis für diesen Tower, so wie er da steht und komplett möbliert in Vollausstattung, liegt bei 187.000 €. Ja, ich würde sagen, jetzt wollen wir ziemlich dringend wissen, wie es innen weitergeht. Das heißt, schauen wir uns jetzt mal das Erdgeschoss an. Und wo ich gerade vorbeilaufe, hier diese Fenster, das sind standardmäßig dreifach verglaste Alufenster und die halten hier sogar den ganzen Tag vom Neckar draußen. Kommt rein, ich zeige euch das Erdgeschoss vom Tiny House Tower. Ja, wir haben hier knapp 14 Quadratmeter, hier im ersten Modul von 3, die übereinander stehen, eine kleine Küchenzeile, so einen kleinen Essbereich und so einen Wohnbereich, den man sich so gestalten kann, wie man sich das gerne vorstellen würde. Ganz kurz zum Boden. Wir haben eine Zementbodenplatte und da ist die Dämmung darüber, die wir draußen schon besprochen haben. In jedem Modul liegt hier dieser Vinylboden. Der ist sehr pflegeleicht. Dieser Tower hier ist ja komplett in so einem, von außen auch in so einem Anthrazit gehalten. Das passt von innen auch wieder ganz gut. Hinter diesen Platten ist es eine feuerfeste Rigipsplatte, die dahinter ist und da drauf sind diese Holzplatten. Das ist ein 3D-Design in Echtholz.
Wir haben uns sagen lassen, auch sehr pflegeleicht. Das ganze Ding soll sich in einer Stunde putzen lassen. Man sieht doch keinen Staub. Und das ganze Design hier innen vom Tower, das nennt sich Black Forest. Black wegen dieser schwarzen Details, die wir überall haben, und Forest wegen dem Echtholz hier an der Wand, und auch Tisch und andere Details sind aus Holz. Ihr fragt euch, was diese Tür hier soll. Das ist die Fluchttür, die muss hier rein. Es gibt eine einzige Möglichkeit, wie man darauf verzichten kann, haben wir uns sagen lassen. Also wer die wirklich auf Teufel komm raus nicht möchte, der kann dieses Fenster hier oben etwas größer machen lassen, sodass das dann als Fluchtweg dienen kann. Und dann hätte man hier eine Wand, wo man ja eventuell einen Fernseher hinhängen könnte oder auch Stauraumschränke aufstellen. Diese Tür macht allerdings schon auch Sinn, denn wie in einem Tiny House so üblich, haben wir natürlich hier nicht so wahnsinnig viel Stellfläche und wir haben Gewitter, das passiert auch im Tiny House. Und wenn man hier sich noch mehr Stauraum schaffen wollen würde, könnte man hier wunderbar zum Beispiel ein Carport hinmachen oder einen Schuppen hinstellen, dass man hier doch noch ein bisschen mehr Stauraum hat. Und dann ist so eine Tür natürlich auch sinnvoll. Hier oben sehen wir das Kühl- und Heizsystem von diesem Tiny House. Ist ja hier mit einer Wärmepumpe geheizt und es gab zwei Möglichkeiten. Es hätte auch eine Fußbodenheizung sein können, aber die heizt eben nur und kühlt nicht. Deswegen hat der Hersteller sich hier für dieses Klimaanlagensystem entschieden. Das würde normalerweise in einem größeren Raum oder in größeren Stockwerken relativ viel Strom brauchen und wahrscheinlich auch nicht sehr effizient arbeiten. Aber dadurch, dass wir hier sehr klein sind, reicht das. Also diese Anlage ist mit einer Fernbedienung betrieben und kann auf 16 Grad kühlen und auf 30 Grad heizen. Und dadurch, dass wir hier diese hochwertige Zellulosedämmung ja auch in den Wänden haben, reicht das hier, um nicht zu frieren und nicht zu sehr zu schwitzen. Ja, eine Photovoltaikanlage ist hier nicht vorgesehen. Das liegt auch vor allem daran, dass es in dieser Gebäudeklasse kleine Gebäude, Gebäudeklasse 1, gar nicht notwendig ist. Also es muss vom Hersteller nicht geliefert werden. Ihr könnt hier aber natürlich jederzeit selber nachrüsten. Die Dachfläche, die ist mit 4x4, 16 Quadratmeter ausreichend, laut Hersteller, um das Haus dann auch autark zu machen. An der individuell gestaltbaren Sitzecke gehen wir vorbei und schauen uns mal die Küche an. Also es ist nicht mehr als eine Küchenzeile natürlich, ne? Also tiny ist auch die Küche. Wir haben hier aber doch alles, was man irgendwie unbedingt braucht. Also wir haben hier den Spülbereich, auch alles in diesem schwarzen Design gehalten, wieder mit dem Holz, in dem Black Forest Look. Wir haben hier einen Induktionsherd mit 2 Kochflächen und hier unten ist ein Kühlschrank drin und hier der übliche Platz für einen Mülleimer, für Putzgegenstände, für Putzmittel. Da ist auf jeden Fall Platz dafür. Und hier einfach auch nur, ich mache es jetzt mal auf, nur 2 Schränke für Teller, für Geschirr, für Töpfe, was man halt so in der Küche braucht. Also ihr seht schon, wenn man sich für dieses Wohnkonzept hier entscheidet, dann macht es natürlich auch Sinn, minimalistisch zu denken und hier auch nur möglichst wenig mitzunehmen. Sonst kommt man da doch schnell ans Platzende. Was wir natürlich auch nicht viel haben, ist Platz zum Schnippeln, zum Kochen. Da haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, auf den Tisch auszuweichen. An der Stelle die Info, dieses Haus hier wird komplett möbliert auch verkauft. Also das heißt, alles, was ihr hier seht, ist standardmäßig mit drin, ist Schreinerware, also ist von Schreinern hier maßgefertigt worden. Ihr könnt auf die Möbel verzichten, aber dann bleibt der Preis trotzdem gleich, also es wird da nicht günstiger. Hier wird sich natürlich anbieten, dass man den Tisch hier nicht nimmt, sondern es gibt ganz tolle platzsparende Möglichkeiten, so Tische, die man einklappen kann, die man dann nur bei Gebrauch irgendwie ausklappt und aufstellt. Wichtig zu wissen hier ist, dass es hier keinen Konfigurator gibt. Also ihr könnt das Haus hier, diesen Tower, nur so haben, wie er hier ist. Ihr könnt keinen anderen Boden machen, keine andere Wände. Ihr könnt da nichts verändern, weil es ist ein Designerstück und so soll es auch bleiben. Das ist laut Hersteller ein Vorteil, weil es dann einen Werterhalt hat, weil es vergleichbare Qualitätsstücke sind. Das Einzige, was konfigurierbar ist, ist, dass ihr diesen ganzen Tower einmal gespiegelt haben könnt. Also das heißt, die Türe ist auf der anderen Seite und alles andere ist dann einmal gespiegelt.
Was es hier noch zu sehen gibt, ist ein kleines Gästebad, was ich wirklich spannend finde in so einem kleinen Haus, dass es trotzdem 2 Bäder gibt. Also wirklich ein Gästebad hier und oben noch ein Duschbad. Und hier schauen wir jetzt mal rein. Also wir haben auf jeden Fall ein Tageslichtbad. Wir haben hier einen Spiegel mit Touch, funktioniert sogar. Und ansonsten haben wir auch hier wieder die schwarzen Armaturen. Der Hersteller sagt, dass die komplette Ausstattung eine hochwertige Hotelausstattung ist. Und ich finde, so fühlt es sich sehr auch an, wenn man drin steht. Wir haben hier Platz für eine kleine Waschmaschine auch unter dieser Schräge. Das hier ist der Wasserboiler, der heizt auf 90 Grad hoch, wohl auch relativ schnell bei Bedarf. Ja, und ansonsten ist es hier einfach ein kleines Standardbad, bis auf noch so einen kleinen oder vielleicht auch einen großen Vorteil. Es ist nämlich so, dass in allen Türen hier in diesem Haus innen diese Ganzkörperspiegel drin sind. Und das hat nicht nur den Vorteil, dass es natürlich den Raum optisch vergrößert, sondern es hat noch so einen kleinen Nebeneffekt, und zwar in Kroatien, wo diese Tiny-Häuser hier ja gebaut werden. Da ist dieser Ganzkörperspiegel ein Kriterium, das Hotels dazu führt, dass sie sehr hoch bewertet werden, also eine 5-Sterne-Bewertung kriegen. Das heißt, dieses Haus kann dort als Ferienhaus mit einer hohen Bewertung vermietet werden. Das war's schon vom Erdgeschoss. Das ist natürlich der Vorteil von so einem Tiny House Tower, dass man relativ schnell durch ist und wir können direkt weitergehen. Ja, Stichwort Treppen. Was wir hier natürlich auf keinen Fall sind, ist barrierefrei. Ganz klar, wir haben 2 Treppen, wir haben auch schmale Treppen, wir haben relativ steile Treppen und kleinere Trittstufen. Barrierefrei eben sind wir nicht. Was kann man hier machen? Das ist natürlich nicht die Zielgruppe. Ganz klar richtet sich hier nicht an ältere Menschen, sondern vielleicht eher an jüngere Paare oder Singles. Wenn man das aber doch so machen wollen würde, dann gibt es die Möglichkeit, eventuell außen so einen Außenaufzug anzubringen. Ist natürlich mit Kosten verbunden, aber da wir hier insgesamt nicht so viele Kosten haben, ist es eventuell eine Investition wert. Und naja, es gibt ja noch diese Treppenlifte, aber hier ist fraglich, ob das eine Baugenehmigung kriegen würde, denn man muss beachten, dass da die Fluchtwege gesichert sein müssen. Das sind Echtholztreppen, massive. Und wir haben ein Stahlgeländer. Man sieht schon, dass es ein bisschen schmäler ist als in einem normalen Haus, aber es ist hoch genug und man fühlt sich auch nicht irgendwie eingesperrt oder eingeklemmt. Und da gucken wir jetzt mal ins erste Geschoss hoch. Die Mezzanine-Konstruktion, also das ist das Zwischengeschoss sozusagen, das zweite Modul, das besteht aus der Decke des unteren Moduls und dem Boden des oberen Moduls. Das Design des modularen Zwischengeschosses, das trennt die Wohnungen komplett voneinander ab. Daher gibt es hier keine oder kaum Lärmübertragung und wir haben auch einen höheren Grad der Energieeinsparung. Hier oben haben wir 2 Räume. Wir haben hier einmal das Bad mit Dusche, das Duschbad. Und naja, also ich meine, wir sind schon tiny, ne? Die Türen sind schmal. Ich passe Gott sei Dank noch durch. Mach mal Licht an. So, wir haben hier ein 2,5 Quadratmeter großes Duschbad. Ja, wir haben hier wieder wie unten, den kennen wir schon, den Touchspiegel. Mädels und Jungs, die sich gern schminken, das ist natürlich immer ganz geschickt. Von der Ausstattung her sind wir hier wieder in dieser Hotelqualität unterwegs mit den schwarzen Details. Und wir haben die Dusche. Und die Dusche ist für mich persönlich deutlich größer, als man das eventuell von außen erwartet hätte. Im Bad, das hier dazu gehört, ist ja auch eine Tür, die gut schließt. Das hat alles auch eine gute Haptik. Ja, und wir haben hier so eine Wasserfall, eine Regendusche tatsächlich. Und ich meine, da könnte man auch locker noch mal ein paar Köpfe größer sein als ich, würde man auch noch gut reinpassen, trotz Tiny. Wir haben Keramikfliesen in Holzoptik hier, wo wir auch mal wieder bei unserem Black Forest Thema sind. Und hier noch ganz wichtig zu erwähnen, in den neueren Ausführungen von diesem Tower, da wird es hier auch noch ein Fenster geben, sodass wir hier auch ein Tageslichtbad haben und auch lüften können. So, also es ist klein und fein, es ist schmal. Rumba tanzen wird man hier nicht können, aber muss dann vielleicht in dem Tiny House auch nicht sein. Wir gehen weiter und haben hier ein Zimmer, das jetzt in dem Fall als Gästezimmer eingerichtet ist. Es gibt noch weitere Nutzmöglichkeiten, wir gucken mal.
Auf jeden Fall empfängt uns hier schon mal auf dem ersten Stock eine nicht so schlechte Aussicht. Ja, wir stehen ja hier direkt am Neckar und können hier schon mal schön rausgucken. Ja, und hier Gäste zu empfangen, ist natürlich schon mal gar nicht so uncool. Aber wir stellen uns vor, das Bett würde hier nicht stehen, haben wir natürlich hier auch wahnsinnig viel Stellfläche an den Wänden. Ich stelle mir hier ein Homeoffice vor oder auch Mädels ein begehbarer Kleiderschrank. Ja, also hier könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da so einiges an Schränken, an Stangen und Möglichkeiten sich hier verbirgt, um hier einen ziemlich coolen Kleiderschrank mit toller Aussicht zu machen. Ganz kurz noch zu diesem Fenster. So schön diese Aussicht ist, vielleicht je nachdem, was auf der anderen Seite los ist, hätte man auch hier gerne ein bisschen Sichtschutz. Wir haben hier einen Vorhang, ist jetzt nichts Neues, unspektakulär, kann man vorziehen, kann man von der anderen Seite natürlich dann zumachen. Warum ist hier keine elektrische Jalousie, kein Rollladen dran? Ganz einfach, der Hersteller möchte hier weitestgehend auf Elektronik verzichten, weil er einfach sagt, das ist möglicherweise fehlerbehaftet und er möchte einfach hier einen Werterhalt haben und er möchte auch, dass alles gut funktioniert. So, jetzt haben wir noch ein Stockwerk vor uns, der zweite Stock oben und hier kommt der versprochene spektakuläre Ausblick. Und wir schauen mal hoch. Ich möchte euch aber auf dem Weg noch kurz was zeigen, was mir der Hersteller ein bisschen gesteckt hat. Wir haben hier eine sehr große Raumhöhe, also so einen Luftraum. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man in einer Höhe, dass man sich nicht den Kopf stößt, aber noch einen Boden einzieht, wo man auch noch ein bisschen Stauraum hat, vielleicht Koffer ablegen oder irgendwie sowas. Das ist hier wirklich Gold wert. Na, haben wir zu viel versprochen? Der Ausblick ist schon spektakulär. Wir sind hier im zweiten Stock und schauen direkt auf den Neckar. Wir haben hier ein Fenster, das wir auch öffnen können, das nochmal so mehr genießen könnten. Und ja, wir haben hier heute keine Vorhänge dran gemacht, denn wie gesagt, der Ausblick, wir wollten ihn euch nicht vorenthalten. Natürlich könnte man hier die Vorhänge auch zuziehen, dass man hier seine Privatsphäre hat. Nur an dieser Stelle hier auf der anderen Seite, da guckt wohl keiner rein. Wurde uns gesagt. Wir gehen hier noch einmal rum. Also wir haben hier das Schlafzimmer. Es hat gute 10 Quadratmeter. Dieses Bett ist eben auch Teil dieser Möblierung hier. 2 Meter auf 1,80. Und wir haben hier nochmal diese Heizung und Klimaanlage, die mit einer Fernbedienung bedient wird, sodass wir hier zwischen 16 und 30 Grad regulieren können, je nachdem, wie warm oder kalt es einem ist. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Tiny House Tower. Wir hatten unsere erste Nacht und es ist natürlich wirklich wunderschön, bei so einem Ausblick aufzuwachen. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal hoch und schauen, ob die Daisy schon wach ist. Hallo, guten Morgen. Ich gebe dir mal direkt das Mikro. Ja, wow, geht's direkt los. Ja. Hey. Erzähl mal, wie geht's dir? Also es geht mir ganz gut. Die Matratze ist hart. Wer das mag, der kann hier gut schlafen. Das hat mir getaugt. Die Aussicht beim Aufwachen ist natürlich nach wie vor spektakulär. Das Problem ist aber natürlich, dass um 5 dann hell war und das nicht gerade hilft, um dann weiter schlafen zu können. Ich war hellwach um 5, konnte nicht mehr einschlafen. Man hat hier, glaube ich, ein luxuriöses Dilemma. Also entweder wacht man auf und hat den Ausblick oder man zieht doch einen Vorhang zu und dann ist es zwar dunkel und man schläft länger, aber der Ausblick ist weg. Ja. Und was ist so dein Fazit nach der ersten Nacht? Was würdest du sagen, für wen ist das hier geeignet? Also Fazit ist ganz klar, das Ding ist ein cooles Design, es ist ein komplett anderes Wohnkonzept, man muss echt umdenken, aber es hat hier wirklich viel Schönes und Interessantes und ich glaube, dass es für ganz viele Dinge, für ganz viele Menschen ganz viel Sinn macht. Für wen es keinen Sinn macht, ist ganz klar Familien. Aber ich glaube, das liegt auf der Hand, das ist nicht nur die Quadratmeterzahl, sondern einfach auch
die vielen Treppen, es gibt keinen Bereich für Familien, also große Essen oder einen Weihnachtsbaum aufstellen zum Beispiel, wüsste ich jetzt nicht, wo das gehen soll. Als Konzept ist es auf jeden Fall sinnvoll. Ich denke mal, wenn man an ein Gästehaus denkt, wenn man eh schon ein Grundstück hat und da irgendwie noch Platz hat, man braucht ja nicht viel, dass man ein Gästehaus aufstellt, um da Gäste zu beherbergen, um den eigenen Wohnraum zu erweitern oder eventuell auch um den Kindern statt einer Einliegerwohnung oder einer Dachgeschosswohnung einfach ein eigenes Haus in den Garten zu stellen. Das, denke ich, ist denkbar. Oder halt doch einfach eher in Richtung Ferienhaus. Das kann man ja dann auch irgendwo an einem schönen Ferienort aufstellen. Ich denke, das macht auch Sinn und absolut Sinn macht es auch als Kapitalanlage. Grundsätzlich glaube ich, dass man hier ein Grundgerüst bekommt und man kann, glaube ich, noch einiges damit machen. Wenn man diesen Schrank nicht brauchen würde, weil die Klamotten ja alle im Gästezimmer sind, dann könnte man hier natürlich einen größeren Schreibtisch reinbauen. Übrigens ein ganz wichtiges Thema, Barrierefreiheit. Also die Zielgruppe ist hier ganz klar auch, es sollten Menschen sein, die gut zu Fuß sind. Denn die Treppen sind tatsächlich schmal, die Trittstufen sind auch nicht so lang. Also ich muss sagen, ich bin heute Nacht tatsächlich auch fast die Treppe runtergefallen, weil es halt auch dunkel war. Und man ist hier viel am Hoch- und Runterrennen. Da wird sich hier bestimmt anbieten, so einen Bewegungsmelder hinzumachen, dass das Licht bei der Treppe angeht, wenn man da vorbeiläuft. Ich denke, dass man da schon einiges machen kann. Ich glaube, dass das für ganz viele Leute wirklich viel Sinn macht. Man muss sich es angucken, man muss reinfühlen und man muss überlegen, wie möchte man wohnen, wie möchte man leben, was kann man sich vorstellen, kann man sich auch reduzieren, kann man sich vorstellen, eben weniger Stauraum zu haben oder kann man es auslagern, baut man sich doch tatsächlich noch einen Schuppen, eine Garage irgendwie nebenbei hin. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten und Lösungen, hier wirklich auch noch die letzten 10% rauszuholen. Aber es muss einfach passen und es ist sicherlich nicht für jeden. So, und ich sage es dir ganz ehrlich, ich brauche jetzt einen Kaffee, ich morgens ohne Kaffee. Also, dass wir dieses Gespräch überhaupt hingekriegt haben, ist ein Wunder. Geh mal runter, bist du dabei? Ich bin dabei. Ach, wo wir hier gerade an der Treppe sind, ne? Das ist das, was ich vorher erwähnt habe, wo ich fast gefallen wäre. Also, so ist es dunkel. Und hier ist halt wirklich eine Stufe, noch eine, das ist alles, siehst du, das ist alles relativ eng. Alles gut? Ja, alles gut. Und mit Licht geht's, aber man muss wirklich aufpassen. Also gut zu Fuß sein, auf jeden Fall. Bewegungsmelder wären hier, glaube ich, ganz geschickt. Wäre echt sinnvoll. Ja, das war unsere Nacht im Tiny House Tower. Wie gefällt euch dieses Wohnkonzept? Könnt ihr euch vorstellen, hier alleine oder mit einem Partner, einer Partnerin zu wohnen? Oder ist es doch eher was als Gästehaus, Ferienhaus oder als Kapitalanlage? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Und wenn ihr diesen Tower mal selber erleben wollt, dann findet ihr alle wichtigen Infos im Link in der Videobeschreibung. Und wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.